Hallo Freunde! Eine Katze namens Onyx hat eine Gaumenspalte. Es ist eine Krankheit, die die Lebensdauer nicht verändert, aber bestimmte Schwierigkeiten verursacht. Aufgrund des falschen Bisses gibt es Probleme mit dem Essen, außerdem müssen sie speziell ihre Ernährung auswählen, damit das Futter den Gaumen nicht verletzt. Die Krankheit spiegelt sich auch im Aussehen wider und macht sie für Katzen nicht am bekanntesten. Als Onyx im Tierheim lebte, fanden selbst die Mitarbeiter, die viele Dinge sahen, ihr Aussehen für erschreckend. Trotz seines liebevollen Charakters hatte Onyx aufgrund seines Aussehens kaum eine Chance, eine neue Familie zu finden. Cindy Hook verstand, dass die Katze wahrscheinlich im Tierheim leben würde, während die Frau nichts Beängstigendes im Aussehen von Onyx sah. Sydney beschloss, die Katze für sich selbst zu holen, aber bevor sie es schaffen konnte, musste sie 3 Monate warten. Es hat so viel Onyx gebraucht, um alle notwendigen Behandlungen nach dem Leben auf der Straße zu durchlaufen und sich auch an Menschen zu gewöhnen. Aufgrund ihrer Krankheit hat ihr der Anpassungsprozess länger gedauert als bei anderen Tieren. Sobald es möglich wurde, nahm Cindy die Katze mit. Cindys Kollegen wussten nicht, warum sie von allen Tieren beschlossen hat, Onyx zu helfen. Nach einer Zeit, in der sich das Tier in einer neuen Familie anpasst, hat seine Herrin das Geheimnis gelüftet. Wie sich herausstellte, hatten beide Kinder von Sydney auch Eigenschaften, die sich in ihrem Aussehen widerspiegelten. Die Tochter einer Frau ist ein Sonnenkind, äußerlich unterscheidet sie sich von Gleichaltrigen, und ihre Mutter weiß, wie schwierig es sein kann, diese Tatsache zu akzeptieren und zu lernen, damit zu leben. Cindy zufolge ist ein Haustier mit einer Besonderheit das Beste für ihre Familie, und er kann ihren Kindern beibringen, ihre eigenen Eigenschaften zu akzeptieren und zu lernen, innere Schönheit zu finden, wo andere nur äußere Unterschiede sehen. Hallo Freunde! Die Großmutter kam in eine Tierklinik. Die Frau brachte die Katze mit in den Transport und bat sie zu sterilisieren. Laut der Großmutter brachte die Katze die Kätzchen monatlich nach Hause, und es war schwierig für sie, die zahlreichen Nachkommen des Haustieres zu pflegen und zu pflegen. Die Ärzte haben versucht, ihrer Großmutter zu erklären, dass Katzen ihre Babys 3 Monate tragen und nicht jeden Monat gebären können, aber die Besucherin bestand darauf, dass ihre Katze jeden Monat Nachkommen hervorbringt, daher sollte sie dringend sterilisiert werden. Die Tierärzte nahmen das Tier zur Untersuchung mit und wollten ihm die Wolle auf den Bauch reiben, aber es stellte sich heraus, dass die Sterilisation nicht notwendig war, weil die Großmutter ihnen eine Katze brachte. Die Ärzte nahmen an, dass die Großmutter das Haustier verwechselte, aber die Frauen sagten, dass sie keine anderen Katzen hatte. Meine Großmutter war alt, also achtete sie nicht auf sein Geschlecht, als sie das Kätzchen ins Haus brachte, und glaubte denjenigen, die ihr das Kätzchen gaben, dass es ein Mädchen war. Das Interessanteste in dieser Geschichte war, dass die Katze ihre mütterlichen Instinkte erwachte, laut Tierärzten geschieht dies äußerst selten. Die Katze war sehr anständig und brachte alle ihre Kinder zu ihrer Großmutter, weil er wusste, dass sie nicht auf der Straße oder ohne Essen verlassen würde. Es ist möglich, dass die Kleinen, die die Katze mitbrachte, nicht seine Kinder waren, er konnte einfach nicht an den verlassenen Kätzchen vorbeikommen und sich um jeden von ihnen kümmerte. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Vielen Dank für das Ansehen. Wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Lieblingstiere. Hallo Freunde! Die rote Katze und die Katze lebten in derselben Familie und nährten die zärtlichsten Gefühle füreinander. Die Katzen behandelten sich wie Ehegatten und zeigten ständig Sympathie und Aufmerksamkeit füreinander. Nach einer Weile wurde die Katze schwanger, von diesem Moment an wurde die Einstellung ihres zukünftigen Vaters zu ihr noch berührender. Die Katze war ständig in der Nähe ihrer Auserwählten, kümmerte sich um sie und zeigte auf jede mögliche Weise Fürsorge. Nach einer Weile brachte die Katze 4 Kätzchen zur Welt. Es schien, dass die ganze Familie danach glücklich sein sollte, aber es stellte sich heraus, dass dies nicht der Fall war.
Die Katze wurde lange Zeit nicht zu der Katze und den Kindern zugelassen, und als er sie endlich sehen konnte, wurden ihm sofort Zweifel geboren. Tatsache ist, dass die Farbe der Kätzchen überhaupt nicht mit der Fellfarbe der Katze übereinstimmte. Unter den Kindern befanden sich schwarze, graue und 2 hellrote Katzen. Keines der Kätzchen sah aus wie Papa. Die Katze begann an Babys zu schnüffeln, während ein verdächtiger Ausdruck nicht von seinem Maul fiel. Die Katze sah sehr unglücklich aus, aber die Katze hatte nichts dagegen, die Kleinen näher zu untersuchen. Sie äußerte keine Unzufriedenheit, und als er anfing, einen von ihnen mit der Pfote zu berühren. Irgendwann erkannte die Katze, dass die Babys nicht seine waren, eine solche Wahrscheinlichkeit bestand, weil beide Katzen frei draußen spazieren gingen, also versuchte sie eines der Babys zu beißen. Die Katze reagierte sofort auf solche Übergriffe auf ihre Kinder, verwandelte sich in eine echte Fiore und stand zum Schutz der Kinder auf. Die Katze vertrieben die Katze nicht nur von ihren Kindern, sondern fuhr sie auch lange in der Wohnung herum, um sie für unangemessenes Verhalten zu unterrichten. Lange Zeit nach diesem Konflikt näherte sich die Katze weder der Katze noch ihren Kindern, konnte aber mit der Zeit ihre Ängste und Eifersucht überwinden und begann, ihre Mutter und ihre Kinder freundlicher zu behandeln. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Vielen Dank für das Ansehen. Wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Lieblingstiere. Hallo Freunde! Katze Bem verbrachte Tage im medizinischen Zentrum, ohne eine Zukunft, in Erwartung eines Adoptivelternteils, mit einem traurigen Gesichtsausdruck. Bem, der eine obdachlose Katze war, schien einem Angriff eines großen Tieres zum Opfer gefallen zu sein, was zu einem gebrochenen Rückgrat, mehreren Wunden am Körper und einem zertrümmerten Ohr führte. An seinem Aussehen war deutlich zu erkennen, dass die Katze ein sehr schweres Leben hatte. Das örtliche Tierheim beschloss, die Katze aufzunehmen und einen Adoptivelternteil für sie zu finden. Als sie ins Zentrum gebracht und von einem Tierarzt untersucht wurde, lautete die Diagnose: Ab diesem Moment wird sie nicht mehr laufen können und ihr Leben weiterleben, indem sie mit dem Schmerz kämpft. Letztendlich konnten sie keine Besitzer für die Katze finden und brachten sie zurück ins medizinische Zentrum. Und im medizinischen Zentrum beschlossen sie, Bems Leben zu beenden. In der Zwischenzeit entschied eine Frau, die in einer Tierklinik arbeitete, dem armen Kätzchen zu helfen, und handelte sofort. Das war einen Tag vor der Euthanasie. Nachdem Bem ins medizinische Zentrum zurückgebracht wurde, aß sie weder Futter noch trank sie Wasser und bewegte sich nicht. Die Katze hatte jeglichen Lebenswillen verloren. Aber alles änderte sich, als die Frau die Katze zu sich nach Hause holte. Nachdem sie etwa eine Stunde mit ihr verbracht hatte, begann die Katze freudig zu schnurren und umarmte die Frau. Es war, als würde sie sagen: Danke, dass du mir geholfen hast. Die Katze öffnete ihr Herz vollständig für die Güte der Frau. Der Tierarzt sagte, dass sie nie wieder laufen können würde, aber nach einer langen Rehabilitationszeit mit der Frau konnte sie endlich wieder laufen. Es ist nun mehr als ein Jahr her, seit die Katze gerettet wurde. Die Leute sagen, sie können kaum glauben, dass es dieselbe Katze ist, wegen der Veränderungen. So hat die tiefe Liebe der Frau das traurige Schicksal der Katze verändert. Freunde, unterstützt den Kanal mit einem Like und einem Abo. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Folgen.